Moin Agents! In der dritten Folge meines Damage Guides zeige ich euch die besten Talente für Brustplatten und Rucksäcke. Wir schauen uns die besten benannten Teile im Spiel an, um mehr Schaden auszuteilen. Außerdem werfen wir einen Blick auf gute Waffentalente und ich zeige euch meine Lieblingswaffen im Spiel. Bevor wir voll durchstarten, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr mich mal live sehen wollt, schaut auch gerne mal auf Twitch vorbei. Wir starten mit dem Brusttalent. Kommen wir zuerst zu den additiven Talenten. Vernichtend ist hier mein Favorit. Kritische Treffer erhöhen den Waffenschaden für 5 Sekunden um 1%. Dies kann bis zu 25 Mal gestapelt werden. Das Ganze funktioniert gut mit Sturmgewehren, MPs oder LMGs. Für die anderen Waffenkategorien ist es ungeeignet. Bei dem Talent Funke bekommen wir 15% Waffenschaden für 15 Sekunden. Dies muss allerdings durch eine Fertigkeit getriggert werden. Und da ist auch schon der kleine Haken. Ihr braucht immer eine Fertigkeit, die Schaden am Gegner macht, um dieses Talent zu triggern. Dafür funktioniert das Ganze aber mit jeder Waffenkategorie. Bei Fokus wird euer gesamter Waffenschaden um 5% erhöht, für jede Sekunde, die ihr mit einem 8-fach Scope oder größer zielt. Das Ganze kann bis zu 50% maximal gestapelt werden. Auch hier gibt es die Einschränkung, dass ihr immer mindestens mit einem 8-fach Scope spielen müsst. Wo das Ganze noch sehr gut funktioniert, sind Scharfschützengewehre und Gewehre. Aber auch mit Sturmgewehren könnt ihr so einen massiven Schadensbonus rausholen. Da es aber nicht jedermanns Sache ist, mit einem 8-fach Scope oder größer zu spielen, ist auch dieses Talent nicht unbedingt für jedermann geeignet. Deswegen ist vernichtend hier mein Favorit von diesen 3 Talenten. Weiter geht's mit den multiplikativen Talenten. Entdecker verstärkt den gesamten Waffen- und Fertigkeitenschaden um 15% bei Gegnern, die von einem Impuls markiert sind. Auch hier gibt es einen kleinen Haken. Ihr braucht entweder einen Impuls, um eure Gegner zu markieren, oder ihr nehmt die Techniker-Spezialisierung, die hat einen passenden Waffenaufsatz, allerdings nicht für alle Waffenkategorien. Bei Einschüchtern wird euer gesamter Waffenschaden im Umkreis von 10 Meter um 35% verstärkt. Dies allerdings nur, wenn ihr eine Bonusrüstung habt. Mit dem Talent könnt ihr richtig gut Schaden austeilen, allerdings auch nur im Umkreis von 10 Meter und ihr seid natürlich auf die Bonusrüstung angewiesen. Die einfachste Variante, um an Bonusrüstung zu kommen, ist der Memento-Rucksack. Hier wird es auch in einer der kommenden Folgen ein passendes Bild genau mit dieser Kombination von dem Rucksack und diesem Talent geben. Es gibt aber auch einige Möglichkeiten, wo ihr beispielsweise durch eure Gruppenmitglieder an Bonusrüstung kommen könnt. Dazu gibt es schon ein Video von mir, in dem ich die Builds erkläre. Mit denen sind wir unsere legendären Speedruns gelaufen. Natürlich ist auch dieses Talent aufgrund der geringen Reichweite von 10 Meter nur für bestimmte Waffenkategorien geeignet. Besonders hervorzuheben sind hier Shotguns und MPs. Als letztes schauen wir uns die Glaskanone an. Jeder Schaden, den wir zufügen, wird um 25% verstärkt. Allerdings wird auch jeder Schaden, den wir erleiden, um 50% verstärkt. Ihr bekommt hier zwar einen guten Schadensbonus, bekommt aber selber dadurch auch deutlich mehr Schaden ab. Hier muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er dieses Risiko eingehen möchte. Großer Vorteil an diesem Talent ist allerdings, dass es keine weiteren Beschränkungen gibt. Somit könntet ihr dieses Talent in jeder Kategorie spielen. Natürlich immer mit dem Haken, dass ihr unter Umständen schneller am Boden liegt. Natürlich gibt es noch weitere Talente, die euren Schaden steigern könnten. Da diese jedoch noch größere Einschränkungen haben, wie die hier genannten, und ich selbst keines von diesen spiele, werde ich euch natürlich auch keines von den Talenten empfehlen. Die Auswahl des passenden Rucksacktalentes sieht noch übersichtlicher aus. Wachsamkeit ist für mich der ganz klare Favorit. Durch dieses Talent wird unser gesamter Waffenschaden um 25% erhöht. Nehmen wir hingegen Schaden, wird diese Stärkung 4 Sekunden lang deaktiviert. Die einfachste Möglichkeit, um die Schadensdeaktivierung zu umgehen, ist natürlich, man spielt etwas defensiver und geht in Deckung. Ebenfalls richtig gut funktioniert die Variante mit dem Schild. Wenn ihr selbst ein Schild nutzt und euer Schild Schaden nimmt, aber ihr selbst nicht, bleibt Wachsamkeit bestehen. Beherrschung ist ein Talent, das eher die Spieler, die oft in Deckung sind, nutzen können. Hier erhöht sich der gesamte Waffenschaden um 15%, sobald ihr euch in Deckung befindet. Für mich persönlich ist das Talent leider ungeeignet, da ich ein sehr aggressiver Spieler bin und somit relativ selten in Deckung bin. Falls ihr aber oft in Deckung seid, könnt ihr es durchaus nutzen. Aber denkt dran, sobald ihr oft in Deckung seid, könnt ihr genauso gut wieder Wachsamkeit nutzen. Opportunistisch ist auch wieder recht speziell, da es nur mit Scharfschützengewehren und Schrotflinten funktioniert. Hier nehmen Gegner 5 Sekunden lang 10% mehr Schaden aus allen Quellen, sobald ihr diese getroffen habt. Da die Gegner aber auch von euren Teammitgliedern zusätzlichen Schaden bekommen, hat dieses Talent doch wieder eine Daseinsberechtigung. Sobald ihr in einer vollen Gruppe spielt und auf höherem Schwierigkeitsgrad unterwegs seid, ist es durchaus von Nutzen. Nun zeige ich euch die besten benannten Teile im Spiel, um mehr Schaden auszuteilen. Die Maske, der unsichtbare Mann von Jalgir, ist nicht unbedingt für jedes Bild zu empfehlen. Durch die 10% Lebensenergieschaden als fixes Attribut ist sie aber in einigen Builds durchaus gut von Nutzen.
Außerdem gibt euch Jarlgear 10% Gefahrenschutz als Brandset-Bonus. Aber Achtung, ihr findet diese Maske nur in der Dark Zone. Das gleiche gilt auch für das nächste Teil, das ich euch zeige, den Rucksack Das Geschenk von Providence Defense. Hier bekommt ihr als Besonderheit das perfekte Wachsamkeit-Talent. Der Waffenschaden erhöht sich genauso um 25% wie beim normalen Talent, solltet ihr allerdings Schaden nehmen, wird diese Stärkung nur 3 statt 4 Sekunden lang deaktiviert. Der Rucksack lohnt sich allerdings nur, falls ihr sowieso einen Providence mit diesem Talent spielen wollt. Ebenfalls von Providence ist die Brust das Opfer. Hier bekommt ihr das Talent Perfekte Glaskanone. Ihr fügt hier selbst 30% mehr Schaden statt den eigentlichen 25% zu, aber auch den Schaden, den ihr selbst einstecken müsst, ist von 50% auf 60% erhöht. Bei der Grupo Sombra Brust Klopfen des Türeintreters habt ihr das Talent Perfekter Funken. Hier wurde die Dauer, wie lange das Talent aktiv ist, von 15 auf 20 Sekunden erhöht. Auch von Araldi Holdings gibt es eine benannte Brust. Beim tadellosen Vorbild bekommt ihr den perfekten Fokus. Hier wird der Waffenschaden um 6% für jede Sekunde, die ihr mindestens mit einem 8-fach-Scope zielt, erhöht. Beim normalen Talent sind es 5% pro Sekunde bis maximal 50%. Da ihr über den Araldi Brandset Bonus 10% Scharfschützengewehrschaden dazu bekommt, ist es besonders gut für Scharfschützengewehre. Aber auch mit normalen Gewehren ist diese Brust richtig gut. Die Dienstleisterhandschuhe von Petrov Defense sollten einigen schon ein Begriff sein. Ihr bekommt hier 8% Rüstungsschaden als festes Attribut. Durch den Petrov Defense Brandset Bonus von 10% LMG-Schaden ist es für mich in jedem LMG-Bild ein Must-Have. Nach wie vor einer der besten Knieschoner ist von Overlord Armaments der Gebet des Fuchses. Hier bekommt ihr 8% Schaden gegen ungedeckte Ziele als festes Attribut. Auch wenn Overlord uns 10% Gewehrschaden als Brandset Bonus gibt, ist es für mich nicht nur ein Teil, das ihr mit Gewehren spielen könnt. Falls ihr in eurem Bild nicht auf maximalen Crit-Schaden abzielt, solltet ihr diesen Knieschoner auf jeden Fall ausprobieren. Da die 8% Schaden gegen ungedeckte Ziele multiplikativer Schaden sind, bekommen wir hier besonders viel dafür raus. Es gibt noch 2-3 weitere benannte Teile, die gut sind im Spiel. Da diese aber durch ihren besonderen Bonus nur für ein bestimmtes Bild funktionieren, werde ich nicht weiter darauf eingehen. Bei den Waffentalenten gibt es etwas mehr Talente, die brauchbar sind, wobei auch hier wieder einige wenige, die besonders gut sind, hervorstechen. Deswegen zeige ich euch hier meinen Favoriten in jeder Waffenkategorie. Wir fangen an bei den Sturmgewehren. Mein Favorit hier ist Flinke Hände. Kritische Treffer verleihen einen gestapelten Bonus von 4% auf das Nachladetempo. Die maximale Stapelgröße beträgt 40. Natürlich sollte in Verbindung mit diesem Talent ein großes Magazin auf dem Sturmgewehr genutzt werden. Bei 50 Kugeln im Magazin und 60% Crit-Chance solltet ihr im Schnitt zwischen 25 und 30 Stapel bekommen. Durch das extrem schnelle Nachladen macht ihr deutlich schneller wieder Schaden beim Gegner. Somit macht ihr mehr Schaden pro Sekunde als beim Talent, das rein auf Schaden ausgelegt ist. Bei den Gewehren kann ich euch Bumerang empfehlen. Bei kritischen Treffern besteht eine Chance von 50%, dass die Patrone ins Magazin zurückkehrt. Wenn eine Patrone ins Magazin zurückkehrt, fügt der nächste Schuss einen um 40% erhöhten Schaden zu. Dadurch müsst ihr zum einen nicht so schnell nachladen und bekommt zum anderen einen zusätzlichen Schadensbonus. Einziger Haken hier, es funktioniert nur bei Crit-Builds. Solltet ihr kein Crit-Build spielen, könnt ihr auch Ranger nutzen. Da die Schrotflinten sowieso auf nahe Distanz ausgelegt sind, könnt ihr nah und persönlich nutzen. Das Töten eines Ziels aus maximal 7 Meter Entfernung verleiht plus 30% Waffenschaden für 10 Sekunden. Da MPs häufig nicht mit so einem großen Magazin ausgestattet sind wie Sturmgewehre und zum anderen häufig auch die Nachladezeit kürzer ist, könnt ihr hier mit Killer gehen. Das Töten eines Gegners mit einem kritischen Treffer gewährt 10 Sekunden lang 40% Schaden durch kritische Treffer. Es gibt sogar eine benannte MP, die dieses Talent nutzt, dazu kommen wir aber gleich. Genau wie beim Sturmgewehr kann ich für LMGs Flinke Hände empfehlen. Da ihr hier nochmal deutlich größere Magazine habt, kann es durchaus sein, dass man die maximale Stapelgröße von 40 erreicht. Fürs Sturmgewehr, Gewehr und MP zeige ich euch noch meine Lieblingswaffen in der Kategorie. Das Farmers Sturmgewehr kann besonders durch seine 900 Schuss pro Minute und den dennoch hohen Schaden punkten. Mit dem passenden Mod bekommen wir 50 Kugeln im Magazin. Als Attribute haben wir Sturmgewehrschaden, Lebensenergieschaden und als drittes Attribut sollte die Waffe Schaden gegen ungedeckte Ziele haben. Als Talent nehme ich natürlich Flinke Hände, wie vorhin beschrieben. Bei den Gewehren ist für mich immer noch die M1A Classic unangefochtene Spitze. Mit einem hohen Grundschaden, 180 Schuss pro Minute und 15 Kugeln im Magazin könnt ihr hier ordentlich Dampf machen. Als Attribute haben wir Gewehrschaden, Schaden durch kritische Treffer und natürlich wieder Schaden gegen ungedeckte Ziele. Auch hier nutze ich mein für diese Waffenkategorie favorisiertes Talent Boomerang. Eine besonders gute MP ist die Dark Winter. Es handelt sich hier um eine benannte Vektor. Die Waffe hat einen sehr hohen Grundschaden und mit 1200 Schuss pro Minute eine extrem hohe Feuerrate. Einzig das 45 Kugeln große Magazin limitiert hier. Die Attribute sind MP-Schaden, Chance auf kritische Treffer
Und auch hier wieder Schaden gegen ungedeckte Ziele. Das Talent bei dieser Waffe ist immer fix, es handelt sich um den perfekten Killer. Hier bekommt ihr nochmal zusätzlich 10% mehr Schaden durch kritische Treffer im Vergleich zum normalen Talent, also insgesamt 50% Schaden durch kritische Treffer, solltet ihr einen Gegner mit einem kritischen Treffer töten. Das Ganze hält 10 Sekunden lang. Dieses Schmuckstück könnt ihr allerdings nur aus der Dark Zone oder aus benannten Kisten bekommen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. In den nächsten Folgen schauen wir uns die besten Exotics im Spiel an und ihr bekommt von mir auch noch konkrete Bildvorschläge, die ihr einfach zusammenbauen könnt, aber die dennoch extrem guten Schaden austeilen. Um keine weitere Folge zu verpassen, abonniert doch gerne den Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Like da und wenn ihr mich mal live sehen wollt, schaut doch gerne auf Twitch vorbei. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Schlumpf666. Ciao!